Das heißt, wir haben 2 neue Skills. Hellfire und Swampy Area. Oh, warte mal. Swampy Area ist fix 60%. Okay. Cooldown ist auch fix 1 Minute. Da ändert sich gar nichts quasi. Okay. Durchs Hochleveln ändert sich gar nichts. Swampy klingt richtig nice. Also, man hat jetzt hier die Wahl zwischen Cooldown Reduced. Increased Damage und Increased Damage. Increased Elemental. Was soll das bedeuten? Also bei beiden hier steht Damage is increased, aber oben der Skill-Name, Mastery-Name ist Increased Damage und Increased Elemental. Verstehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Was ist da jetzt? Ich hatte gehofft, dass man die Geschwindigkeit erhöhen kann. Den Geschwindigkeitsbonus. Also, den verringerten Geschwindigkeitsding. Ich meine, 60% reicht wahrscheinlich, aber... ich mach mal Increased Elemental, einfach nur um zu gucken, was das ist. Oder vielleicht sieht man es ja hier. Basisschaden 34 bis 44, warte mal. Nee, das ist echt? Es ist literally nur erhöhter Schaden. Und hier ist genau das gleiche, oder was? Es macht tatsächlich beides das gleiche aktuell. Okay, das ist Ass. Vor allem die Base Time ist ja nur 1 Sekunde. Man müsste die Dauer des Skills verlängern können. Puh, ist das echt nur 1 Sekunde? Wenn es echt nur 1 Sekunde ist, dann ist es halt doch Trash. Ach, jetzt habe ich ja keinen Blinkpool, man. Die Dauer ist 5 Sekunden. Oh, verdammt, es hat keinen... Oh, no. Oder ist es jetzt nur, weil ich Quickcast aktiviert habe? Es ist Quickcast, auch wenn ich es nicht aktiviere. Also so wie Entangling Roots. Oh, da habe ich aber keinen Bock drauf eigentlich. Das ist ja dann voll Ass. Mit Quickcast. Das ist Quickcast. Das ist mir zu kompliziert. Also es ist kein Non-Target-Skill. Ach, diese 1 Minuten Cooldowns, die nerven so heftig, Alter. Ah ja, okay. Ja, das ist natürlich blöd. Quickcast ist an für sich eigentlich saugeil, aber bei dem Skill dann irgendwie wieder nicht. Ja, okay, es ist eigentlich wirklich fast genauso wie Gravity Well. Längerer Cooldown und hält vielleicht 1-2 Sekunden kürzer. Aber es ist eigentlich wirklich 1:1 Gravity Well. Element ist Erde. Nur schlechter in jeder Art. Weniger Speed, höherer Cooldown, kürzere Base Time. Aber es macht mehr Damage wahrscheinlich. Tja. Ja, das mit dem Quickcast ist natürlich blöd. Das zerstört's für mich nämlich fast schon wieder ein bisschen. Da muss man halt schon ziemlich aufpassen. Aber gut, wenn den Skin nur einmal alle 60 Sekunden benutzt, oder 50 in dem Fall, musst du halt einfach dran denken. Gut, und Hellfire. Da müsste so ein Feuerball, Junge. Uff, never mind. Das ist die Animation davon ist actually voll wack. What? Also ein Skill mit dem Namen Hellfire
Hat so eine wacke Animation. Damage, Range, Duration kann man increasen. Range ist irgendwie sinnlos, weil außer bei Hit and Run hast du ja niemals so viele Monster. Also was war das gerade? Bis zum zweiten Dummy ungefähr. Aber es ist ja eigentlich ein Face-Tank-Skill. Es ist eigentlich kein Hit and Run-Skill. Also, weiß nicht, Range Increase ist irgendwie sinnlos. Höchstwahrscheinlich Skill Duration würde sich anbieten. Vor allem wegen diesen ultralangen Cooldowns. Oh, das ist vom Bildposter. I don't know, man. Jetzt können wir diese Combo jetzt ausprobieren, diese Triple Fire Skill Combo. Also ich hätte gesagt, man fängt mit Hellfire an und macht dann die anderen beiden in einer x-beliebigen Reihenfolge. Ist eigentlich egal. Fazit-Skill, alles in Ass außer Gale. Gale und Everstorm. Everstorm ist auch ziemlich gut. Ja. Okay. Wobei, eigentlich... Also es waren jetzt 609.000 Schaden. Allerdings auf einem Wind-Dummy. Das sind alles 3 Feuer-Skills. Also... Kann man kurz auf einen neutralen Dummy gucken. Das sind es wahrscheinlich nur 400.000. Ist schon ziemlich wenig. Dafür, dass das 3 Damage over Time Skills sind. Ja, 457.000. Das ist schon ziemlich wenig, weil das sind 3 Skills, das sind 3 Arcanist-Skills. Und ich habe es gestern schon gezeigt. Zieht euch rein, wie viel jetzt nur Hot Air und Poison Cloud machen. Aber ich meine, gut, Hot Air ist Single Target, oder, na gut, scheiß drauf, machen wir Burning Field. Burning Field und Poison Cloud. Also mir erschließt sich nicht so ganz, wieso das so wenig Schaden macht. Zähl ich das mal rein. Poison Cloud, Burning Field auf einen neutralen Dummy. Ja, ich habe Poison Cloud erweckt, aber dafür ist Poison Cloud ja auch der Second Job Skill. Oh, Moment mal, funktioniert hier Moment mal, was ist mit Burning Field passiert? Oh nein, ich habe Hellfire gedrückt. Ups, ich habe nicht Burning Field gedrückt. My bad. Hoppala. Falscher Skill. Falsche Taste gedrückt. Aber was hat der gerade gemacht? Das ist auch ein Elementor. Was hat der jetzt gerade gecastet? Jetzt lasst mich doch mal testen hier. Meine Fresse, Alter. Das geht ja nicht, ne? Wir sind hier so arsch viele Leute. Gestern war ja die ganze Zeit niemand. Ach, hier gibt's nur einen Channel. Try again. So, jetzt Burning Field und Poison Cloud. Und da muss man aber dazu sagen, es sind ja nur 2 Skills. Und es sind beides Second Job Skills. Kommst du auf 251.000. Also dafür, dass das 3 Endgame Skills sind für einen Arcanist, ist das mit 400, das sind quasi 200.000 Schaden mehr. Das ist schon ziemlich schlecht. Ich meine, wenn ich da noch ein drittes Poison Cloud oder Burning Field dazu packen würde, wären es auch fast 400.000. Aber als Second Job Skills und viel kürzere Cooldowns. Das Problem bei den Skills hier ist ja einfach auch die extrem langen Cooldowns, dass du sie halt wirklich nur alle 100 Jahre mal einsetzen kannst. Also, blende doch alle andere Spieler aus. Ja, dadurch verschwinden nicht ihre Skills. Ich weiß ja nicht, was der gerade für ein Skill gemacht hat. Wenn der auch Poison Cloud macht oder so, dann sehe ich ja nicht mehr, was da abgeht, Sir. Ich will nur, dass es nicht verfälscht wird, wenn da einer irgendwas anderes drauf castet. Und da waren ja gerade 2 Elementoren auch am Rumballern. Mit Firebird und Windcutter machst du mehr DPS. Einmal Windcutter, zweimal Firebird. Das glaube ich nicht. Der Unterschied ist halt, dass du das spammen kannst und die anderen 3 Skills kannst du alle nur einmal benutzen. Also ja, in der Zeit, wo du sie benutzt, schon. Ich meine, in der Zeit, wo ich die anderen 3 benutze, kann ich wahrscheinlich noch zweimal Firebird spammen. Ich meine, also sie machen schon den meisten Schaden, die 3
Skills in der Kombi. Aber du kannst sie nicht spammen, also das ist Trash. Achso, wobei ich habe gleich die Mastery hier tatsächlich vergessen. Hold up. Fairerweise hold up. Wenn ich jetzt bei allen drei noch den Damage Increase nehme, dann müsste es ja schon noch mal viel mehr sein. Das habe ich tatsächlich vergessen. Ändert trotzdem nichts an den langen Cooldowns, davon mal abgesehen. Ob ich Incinerate als letztes mache, es ist egal, in welcher Reihenfolge du es machst. Du machst Hellfire als erstes, dann brennt das Ziel. Und sobald das Ziel brennt, ich meine, Ignite ist halt irgendwie... Achso, oder du machst Ignite als erstes. Aber dann ist Hellfire eigentlich ein bisschen random. Dann könntest du auch einfach irgendeinen anderen Skill benutzen. Na, okay, dann musst du Ignite... Also für den maximalen Damage zumindest musst du Ignite zuerst machen. Okay. Try again. 1, 2, 3. Wait, what? Ach scheiße, hatte ich davor noch Power-Ups an? Habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Uff, ich glaube, da sind jetzt zwischenzeitlich Power-Ups abgelaufen. Upsi. Da müssen zwischenzeitlich Power-Ups abgelaufen sein. Das hat jetzt einfach 200.000 weniger gemacht als davor. Hoppla. Also, das sind 270.000... nee, 230.000. 230.000. Und davor hatte ich alle drei ohne Damage Increase. Ja, aber vielleicht muss man echt Ding zuerst machen. Hellfire. Ich glaube, es ist schon richtig, Hellfire zuerst zu machen. Schauen wir jetzt nochmal ohne Damage Increase, was das für einen Unterschied macht. 1, 2, 3. What? Hä? Das hat jetzt 40.000 mehr gemacht und ich habe Ich habe die gleiche Reihenfolge gemacht? Und ich hatte die Masteries jetzt aber nicht. Hä? The fuck is happening? Ich hatte Save, Ignite, Incinerate, Hellfire gerade eben auch gemacht. Einmal mit Mastery und einmal ohne. Nochmal. Ignite. Incinerate. Oh, okay, jetzt ist ins... Schauen wir mal, was passiert. Also die Reihenfolge scheint schon eine Rolle zu spielen. Das gehört, das Masteries reduzieren und nicht erhöhen. Könnte sein, ich habe gerade gefettfingert. Aber es kommt halt gefühlt auch jedes Mal was anderes bei raus. Wie kann das sein? Also eigentlich müsstest du ja immer genau gleich viel machen, außer du machst Ignite nicht als erstes. Wenn du Ignite nicht als erstes machst, müsstest du weniger Schaden machen. Deswegen mache ich es jetzt ja als erstes. Also F1, F2, F3. 270.000. Ohne Masteries. Achso, jetzt hätte ich gar nicht reskinnen müssen. Egal. Und jetzt nochmal mit Masteries. Also Damage increased. Damage increased. Damage increased. F1. Oh. F1, F2, F3. 231.000, ja. Okay, die Masteries sind auf jeden Fall verbuggt. Das funktioniert schon mal nicht. Kann man natürlich jetzt super testen. Ja, aber dann kann ich jetzt noch die verschiedenen Kombos zumindest testen. Welche Combo macht am meisten Damage? Welche Reihenfolge?
Also vorhin hatte ich... Was hatte ich vorhin? Hellfire. $225.000. Hellfire, Incinerate, Ignite. Dann könnte man noch Incinerate zuerst machen, dann Hellfire, dann Ignite. Ich glaube, die Reihenfolge ist doch tatsächlich ziemlich egal. Scheint plus minus immer aufs Gleiche rauszukommen. Jetzt muss wieder 230.000. 240, 46. Naja. Also, das scheint relativ egal zu sein. Wobei, so wie ich das verstehe, müsste Ignite schon der schlechteste Skill zum Abschluss sein. Außer du willst halt, dass der Gegner gestunt wird. Was du ja nur im PvP wahrscheinlich willst. Jetzt nochmal Ignite als erstes. Wow, jetzt kam genau das gleiche raus, okay. Nochmal Ignite als erstes. Und Hellfire in die Mitte. Aber wie gesagt, es ist für PvE, glaube ich, vollkommen irrelevant, diese 3 Skills. Also Face Tank, vielleicht Hellfire, vor allem gegen Windmonster. 252.000, das war bis jetzt das höchste. Und Ignite habe ich als erstes benutzt. Also doch Ignite als erstes für Schaden, außer du willst den Stun. Ja, aber wie gesagt, also das ist irgendwie Trash. Vor allem der Damage over Time davon ist halt so kurz. 2,5 Sekunden Base Time. Das ist so wenig, dann kannst du auch gleich gar keinen Damage over Time machen. Also gegen Poison Cloud und Burning Field ist das ja nichts im Vergleich. Also von der Dauer her. Tja. Also echt alles in allem gar nicht so geil eigentlich. Swampy Area ist halt heftiges Skill-Issue, dass du halt immer dran denken musst, dass es sofort castet und du es nicht auswählen kannst. Nicht so wie beim... Well, im Psykeeper kannst du es jetzt ja auch nicht mehr auswählen, ne? Gravity Veil. Wenn du Quickcast aktiviert hast, kannst du es ja auch nicht mehr aktivieren. Can you go in Arena real quick? Der will mir aufs Maul hauen. Auf die Fresse! Hat er mich einfach weggerseit, die Sau. Tja, jetzt habe ich keine Buffs mehr. Ja, I don't know. Aber ohne Quickcast kann man die platzieren. Ja, aber ohne Quickcast hast du wieder das beschissene Blinkpool. Ohne Quickcast kannst du sie platzieren. Also gut, Hellfire nicht. Aber Swampy Area. Aber dann hast du ja wieder das beschissene Blinkpool. Das ist halt immer irgendwie... Immer irgendwas ist immer Kacke. Es ist immer irgendwas Kacke. Egal wie... Es gibt ja 5 verschiedene davon. Ich meine, eigentlich ist nur die eine mit dem Crit Damage relevant, glaube ich. Beziehungsweise war das eine passive, oder? Was war das hier? Trap Range? Pitted Critical Damage. Normal attack critical damage increases against enemy affected by the pit debuff from being caught in a trap. Bogenreichweite, Critical Mark. Was? Oh, wait, what? Also casted on target Burning Field Level 9? The fuck? Das Ding löst Burning Field aus. Deploy a trap that deals damage with a 15% chance to slow. Okay, das ist eigentlich uninteressant.
Das ist AoE-Damage, aber Burning Field ist doch auch AoE, oder nicht? Naja, es ist nur Dot, dann wahrscheinlich kein AoE. Deploy a trap that immobilizes und pushes away. Machen die dann von Haus aus gar keinen Schaden, die Traps hier unten, weil da nichts dabei steht? Also machen nur die beiden hier wirklich Damage. Naja, und die slowed. Kann man die jetzt überhaupt auf einen Dummy benutzen? Oh, tatsächlich. Oha. Damn, sieht aber nicht schlecht aus. Aber es ist doch AoE. Die Damage over Time Trap macht AoE. Da wird literally Burning Field gecastet und ist dann AoE-Schaden. Ist echt sinnlos, dass es dann zweimal AoE gibt. Also, ist nicht sinnlos, aber die Damage over Time ist doch dann viel besser. Bin ich ingestattet? Na. Aber schau dich das an. What the fuck? Okay, ich weiß nicht, was passiert ist. Das habe ich nicht ausgewählt. Das war weird. Hä? The fuck? Das habe ich nicht ausgewählt. Was ist das für eine Scheiße? Das habe ich überhaupt nicht gemacht. Ich habe hier hingeklickt. Portbug wahrscheinlich. Das habe ich überhaupt nicht gemacht. Was ist das? Ich habe da nicht hingeklickt. Scam. Ah, jetzt kommen wieder diese anderen Spieler. Grrr. So, try again. Genau. Also das war jetzt die Damage over Time Trap, macht aber trotzdem einfach auf alle drei, weil Burning Field halt ein AoE-Skill ist. Hier liest es sich so, als würde es dann halt nur einem Ziel Damage over Time machen. Aber es ist AoE Damage over Time. Und das hier ist die wirkliche AoE-Trap, die macht halt einmal Schaden. Also ist die Damage over Time Trap, was jetzt halt das angeht, 1000-mal besser. Es ist wie Flame Arrow versus Ice Arrow quasi. Also ein Welten an Unterschied. Die eine hat 2x5000 gemacht. Die macht auch 2x5000. Und dann noch 5x5000. Also es ist genau wie bei wie bei Ice Arrow versus Flame Arrow. Man muss schon recht melee dafür sein. Die Reichweite ist winzig, ja. Die Reichweite ist quasi nicht existent. Holy shit. Ja. Die Fallen spawnen nur vor dir, egal was du anklickst. Nein, die Reichweite ist einfach winzig. Also ja. Die Reichweite ist non-existent. Das ist die Reichweite. Die Reichweite ist 3 Charakter. 1, 2, 3. 3 Charakter. Also quasi nichts. Was natürlich schon ein bisschen sinnlos ist für einen Ranger, weil so nah ran willst du ja niemals sein. Vor allem, weil die ja wahrscheinlich im PvP eine größere Rolle spielen werden als im PvE. Aber was ist das jetzt? Pitted Critical Damage. Also sobald den Gegner in der Falle ist, mache ich mehr Crit Damage oder was? Pit. Oh, ich muss angreifen. Uiuiuiui. Mehr automatisch angreifen. So. Ups, verdammt. Ja, das mit der Reichweite ist schon ein bisschen tiltend. Ah, ich habe keine Pfeile, Brother. Hatte ich nicht, Die habe ich vorhin weggeschmissen gleich. What the fuck? Wie viele von den Dingern kann man platzieren? Also das ist dreimal die gleiche. Aber da, wo ich die maximale Anzahl erhöht habe, war die lilane. Bei der orangen habe ich es nicht. Ah. Okay, das Limit ist 3. Das normale Limit ist 3. Oder war das jetzt nur wegen... Na mein, jetzt kann ich nur noch 2 machen. Das ist ja crazy. Danke für den Follow, Unscripted Dad. Also ich meine, für PvP wird es wahrscheinlich schon ganz lustig sein. Aber ich meine,
keine Ahnung. Das ist halt so ähnlich wie bei League of Legends oder bei jedem anderen Game. Ich meine, welcher Vollidiot läuft in so eine offensichtliche Trap rein? Und ich meine, fast jedes Schlachtfeld ist groß genug, dass du das eher nicht machen wirst. Und wenn doch, lässt du den Tank reinlaufen oder so, den du dann eigentlich eh nicht angreifen willst. Wobei, wenn dann die Silence Trap läuft, wäre es nicht gut. Aber ja, keine Ahnung. Und ja, es war wahrscheinlich ein Bug mit den 1000% Bonus-Damage. Man kriegt auch nochmal Bogenreichweite irgendwo. Das habe ich schon gezeigt, Sir. What the fuck is that? Ups. Das ist die maximale Bogenreichweite. Die ist eigentlich nicht so crazy. Die Reichweite von Heavy Shot ist crazy. Die ist nämlich noch größer. Heavy Shot hat eine Zauberreichweite von 22. Schau dir das an, Shibasa. Kein Nature aktiv? Oh. My bad. Also das ist die maximale Reichweite, jetzt aber wirklich. Man ist schon fast out of screen. Ich bin ziemlich weit rausgezoomt. Aber Heavy Shot ist nochmal 2 Meter weiter. Also merken wir uns mal hier bei dem braunen. Und Heavy Shot ist nochmal 3 Schritte dahinter. Das ist crazy. Enemy can see the trap? Yeah, obviously. Would be too OP if they wouldn't see it. Skill Duration oder Skill Cooldown, was wahrscheinlich aufs Gleiche rauskommt. Jetzt ist der Cooldown 40 Sekunden, genauso wie die Duration. Und jetzt ist es wahrscheinlich 60-60, oder? Warum solltest du jemals das Rechte nehmen? Wenn du das Rechte nimmst, ist es wie Berserk, nur schlimmer. Du musst alle 40 Sekunden drücken. Wenn du das in der Mitte nimmst, musst du alle 60 Sekunden drücken und alles andere bleibt gleich. Also warum würdest du jemals das Rechte nehmen? Da hast du 40 Sekunden Cooldown und 40 Sekunden Duration. Wenn du das in der Mitte nimmst, hast du eine Minute, also viel besser. Bruh. Chance auf Mehrfachtreffer für Ice Arrow und Aimed Shot. 0,1, also 2%. Wieso Aimed Shot? Das ist random. Ich habe keine Skillpunkte mehr. Junge, warum haben die Klassen so wenig Skill? Alter, zieht euch rein, wie wenig ich geskillt habe. Wie wenig ich geskillt habe. 3 Ranger-Skills gar nicht, 3 Low-Level. Akrobat, alles Low-Level oder gar nicht. Gut, alle Crackshooter-Skills, aber nicht alle Masteries und ich bin schon out of Skillpunkte. Mit 175. Also man hat wirklich viel zu wenig Skillpunkte. Du kannst nie im Leben alle Skills maxen. Du musst wirklich extrem gucken, welche Skills du wirklich nimmst. Ich meine, gut, okay, diese Traps sind PvP-only, die hatte ich jetzt alle geskillt. Die würde man natürlich als PvE-Spieler definitiv nicht nehmen. Aber es ist crazy, du hast viel zu wenig Skillpunkte, um auch nur ansatzweise alles zu maxen. Aktuell zumindest. Also es steht... hier. Ah, tatsächlich, jetzt steht da 10 plus 10, aber meint. 10 plus 10. Mit Aimed Shot auf 20 und Ice Arrow auf 10. Und das heißt, jetzt sind es dann 30? Also 20 plus 10. Dann sind es 20 plus 10. Also 30. 30%. Ja, aber einfach nur aufgrund der Nervigkeit, ich weiß nicht. Ich meine, je öfter du den Skill casten musst, desto weniger Auto-Attacks machst du auch wieder. Ich meine, gut, das ist nur 1 oder 2 Auto-Attacks. Oder 3. Alle 40 Sekunden den Skill drücken ist schon hart nervig. Also Berserk nervt mich persönlich schon, das sind 60 Sekunden. Come on. Okay. 30% ist es jetzt. Aber wie erkennt man das jetzt?
Also Ranger greift so langsam an, dass, schätze ich mal... Das war gerade einer. Das auch. Boah, ist echt schwer zu sagen, wann das hittet. Ich könnte jetzt ehrlich gesagt nicht sagen, ob das jetzt wirklich funktioniert oder nicht. Puh. Da wäre ein visueller Effekt ganz cool. Oder eine andere Farbe. Vielleicht gelb oder so. Irgendeine Farbe, die noch nicht benutzt wird. Irgendwie unmöglich zu sagen, ob das jetzt funktioniert oder nicht. Jetzt läuft der Skill nicht mehr und ich merke ehrlich gesagt keinen Unterschied. Also jetzt, wo der Skill nicht mehr läuft, sieht eigentlich haargenau gleich aus. Könnte ich jetzt nicht sagen, ob das jetzt funktioniert oder nicht. Müsste man sich in Zeitraffer noch... Ah, da war es, glaube ich, jetzt wirklich. Da kamen literally 2 Zahlen zeitgleich. Aber ich habe doch eine 30% Chance. Das müsste doch die ganze Zeit triggern. Also bei dem einen kamen wirklich 2 Zahlen genau zeitgleich. Aber das habe ich jetzt nur ein einziges Mal gesehen. Noch 10 Sekunden. Also ich weiß nicht, ob der Skill wirklich funktioniert, so wie er sollte, ehrlich gesagt. Ist die Auto-Attack-Speed irgendwie höher als sonst? Nein, Attack-Speed ist gleich. Du kannst die Reichweite erhöhen, dein Auto-Attack-Damage kannst du erhöhen, dann hast du diese Chance auf Mehrfachtreffer und dann hast du noch so ein paar andere Skills. Aber was jetzt deine Auto-Attack, also dein Basic Damage Dealer Ranger angeht, mehr Auto-Attack Damage, können wir ja mal probieren. Ich mache die ganze Zeit so 16.000 bis 18.000. Wie war das nochmal? Der Skill ist der stärkste. Wenn ich jetzt ganz nah am Ziel ranstehe, müsste ich... Ups. Ja, genau. Ich habe gerade die ganze Zeit 16.000 bis 18.000 gemacht, jetzt mache ich plötzlich 22.000 bis 24.000 oder 20.000 bis 24.000. Aber das zählt nur, wenn ich innerhalb von 3 Meter Reichweite bin. Also beziehungsweise ich habe 10% immer und dann nochmal 15%, wenn ich ganz nah dran stehe, innerhalb von 3 Metern. Und das gleiche gibt es dann nochmal als Fernkampf, aber da hast du dann weniger Schaden. Wenn du mehr als 5 Meter wegstehst, funktioniert das auch, aber nur mit weniger Schaden. Also auf jeden Fall kannst du dein Basic Damage erhöhen, du kannst deine Reichweite erhöhen und dann auch die Chance auf Multiple Hits. Wobei ich, wie gesagt, bei den Multiple Hits bin ich irgendwie skeptisch. Also 30% Chance heißt ja eigentlich mehr oder weniger so ungefähr jeder dritte Angriff. Jeder dritte bis vierte Angriff. Waterbomb kommt auch noch dazu. Waterbomb verfälscht es auch. Bei Waterbomb erkennt man klar daran, dass es viel weniger Schaden macht. Also das triggert gefühlt gar nicht, oder? Bin ich blöd oder bin ich blöd? Es triggert doch überhaupt nicht, diese Mehrfach-Hits. Double Hits ist Bug, der geht nicht. Sage ich doch. Yeah. Müsste jetzt schon viel mehr Schaden sein bei jedem dritten Attack. Und wir landen wieder bei genau 40k DPS. Ja, sah auch so aus, als würde es nicht funktionieren. Sah auch so aus. Ja, ist halt schon nervig, dass so vieles nicht richtig funktioniert. Aber dafür testet man es ja. Wäre aber zu krass. Ja, wieso? Es funktioniert halt jetzt nicht, weil es verbuggt ist. Aber es soll ja funktionieren. Also ich denke schon, dass der Skill so ins Game kommen wird. Ist ja auch, Ranger ist jetzt ja auch eine Klasse, die es auf jeden Fall gebrauchen kann. Naja. Critical Damage Maximum Penalty is reduced and attack speed is increased.
Greatly increases critical damage bonus. Critical damage maximum penalty is reduced. Soll das nicht, wenn dann eher Crit-Rate heißen? Weil was für eine Critical Damage Penalty? Er halbiert doch unsere Crit-Rate. Ich glaube, die Beschreibung ist falsch. Ich meine, sie ist auf Englisch. Wird es nicht viel bringen, wenn ich auf Englisch schalte? Kurz double checken. Nope, ist der gleiche Text. Probieren wir beides. Ja, dann machen wir einfach direkt das hier. Weil wenn ich das richtig verstehe und das einfach nur falsch ein Fehler ist, dann müsste es bedeuten, dass unsere Crit-Rate jetzt nicht minus 50 ist, sondern minus 40. Ja, genau. Okay, also das hier ist ein... Genau, das ist ein... Hier sieht man es nicht. Das ist ein Typo. Hier sollte Critical Chance stehen, nicht Critical Damage. Also du kannst eine Mastery nehmen, wo du 60% Crit-Rate hast statt 50. Aber ich vermute mal, dass das hier dann trotzdem besser ist. Nochmal 50% mehr Crit-Damage. Also 50 Crit-Damage ist safe besser als 10 Crit-Rate. 1000%ig. Ach scheiße, jetzt läuft der Buff noch. Jetzt ist er weg. Genau, jetzt haben wir nämlich 150% Crit-Damage mit 50 Crit-Rate. Das andere wäre 100 Crit-Damage mit 60 Crit-Rate. Also... Das sollte offensichtlich sein, dass 150 Crit Damage mit 50 Crit Rate besser ist als 100 Crit Damage mit 60. Jetzt fehlt wieder hier Dingenskirchen. Attack Speed ist 82, war das gerade auch, ne? Shit. So viel zum Thema, man braucht keine Attack Speed. Swiftness, ne? Gibt nur 10%? Uff. Okay, dann muss ich GT buffen. Und GT. Oh, wir sind nicht in der gleichen Party, Leute. Ups. Und GT. So, jetzt 100 Crit-Rate, 100 Attack Speed. Na, muss noch kurz warten. Wobei wir müssen eh den Damage testen. Also, testen wir den Damage ohne den Buff. Wird wohl um die 60k sein. Wahrscheinlich hat man nachher trotz des Skills 100 Crit-Rate und 100 Crit-Chance und levelt damit, kann das sein. Nein, der Skill halbiert deine Crit-Rate. Du kannst da nicht mehr als 50 haben. Ich habe ja 104 Crit-Rate. Er macht nicht minus 50 Crit-Rate, sondern er setzt deine Crit-Rate auf 50. Das ist was anderes. Oh, ich sehe gerade Special Jojo Mastery, kritischer Schaden plus 5. Hold up. Hold up, hold up, hold up, hold up. Nochmal mehr Crit Damage. Plus 5, das heißt nochmal 5 von 20? 5 mal 5, also 175 müsste es jetzt dann sogar geben. Also, unser Damage liegt bei 51, 52k. 51, 52. Und jetzt mit dem Skill. Reset. Also er halbiert jetzt unsere Crit-Rate, beziehungsweise setzt sie auf 50. Er gibt uns 150 Crit-Damage. Okay, es sollten aber nicht 175 sein. Wenn ich das richtig verstehe. Also, jetzt haben wir nur noch halbe Crit-Rate, aber halt einen heftigen Crit-Damage-Buff. Mein 150 Crit-Damage ist geistesgestört. Das ist wie ein Angel Grace. Das ist wie 1,5 Angel Graces. Das scheint echt wenig zu bringen, tatsächlich. Von 52.000 auf... Junge, Jester ist so eine Arschklasse, Alter. Jester ist so eine Arschklasse, das ist wirklich insane. Das ist die einzige Klasse im Game, die 150 Crit Damage bekommt und immer noch scheiße ist. Er macht einfach 60.000 statt 52. Was soll das bringen? Das ist ja gar nichts.
Ich meine, natürlich ist es jetzt kein optimales Equipment. Müsste man halt hochrechnen. Aber dann sind es halt... Ich meine, es sind im Endeffekt 20% mehr Damage, circa. Wahrscheinlich ein bisschen weniger. Das heißt von 500.000 auf 600.000. Aber du siehst 150 Crit Damage, dein Gehirn macht Boom. Und dein Damage macht Boom. Also ist doch lächerlich. Also, das ist geistesgestört schlecht. 10k sind es jetzt. 10, 11k. Ein Crit-Rate-Pad wird auch nicht funktionieren, weil, wie gesagt, er setzt deine Crit... So funktioniert das ja nicht. Er setzt deine Crit-Rate auf 50. Das kannst du dich verändern. Sofern es richtig funktioniert. Es ist egal, wie viel deine Crit-Rate ist. Und es ist egal, was du aktivierst. Er setzt deine Crit-Rate auf 50. Ich habe ja auch ein Power-Up an mit 10% Crit-Rate. Wird ja auch ignoriert letztendlich. Bei einem Pad wäre es das gleiche. Das ignoriert es einfach. Ich habe leider keins, müsste jetzt extra eins kaufen und die verlangen immer so viel Geld für die Pads. Diese dreckigen. Wieso werden hier C-Pads verkauft? What the fuck is happening? Achso, von Envy wahrscheinlich. Aber kein Bock jetzt 52 Mio zu holen. Sie müssen mir das einfach glauben, Sir. Wir könnten es noch mit der anderen Mastery probieren, aber es wird safe das gleiche rauskommen. Pi mal Daumen. Oder sogar schlechter sein. Mit der, wo du 10% mehr Crit-Rate behältst und nur 100 Crit-Damage bekommst. Wobei man natürlich sagen muss, warte mal. Ich meine, er kriegt ja hier lauter Buffs, die ihm Crit-Rate geben. Aber die müssten rein von der Logik her natürlich auch ignoriert werden. Ach, dafür braucht man das Poster. Also man kriegt ja hier neue Buffs der Harlequin, die beide Crit-Rate geben. Worüber wir uns ja schon ausführlich lustig gemacht haben. Aber das habe ich sogar noch, oder? Toxic. Das habe ich sogar noch, das Item. Das sind 10% Crit-Rate. Aber wie gesagt, er setzt die Crit-Rate auf 50, also ist eigentlich egal. Ja, ist egal. Bleibt bei 50. Also auch diese extra neuen Buffs, die dir sogar Damage machen, by the way. Einer davon zumindest. Auch die werden ignoriert. Also das wäre jetzt so die logische Schlussfolgerung gewesen. Okay, du musst die kombinieren, quasi. Du aktivierst die beiden neuen Buffs, die dir 10% Crit-Rate geben, damit du eben nicht 50, sondern wenigstens 60 hast. Und mit Mastery dann 70. Aber nee, das wird auch ignoriert. Du hast maximal 50. Deine Crit-Rate wird einfach auf 50 gesetzt und daran kannst du nichts ändern. Das ist so bescheuert. Also wie gesagt, das ist ein Buff von ungefähr 10% Damage. Sie buffen dein Damage um circa 10%. Das ist sehr wenig. Wenn man bedenkt, dass er eh schon der schlechteste Damage-Dealer ist. Oder einer der schlechtesten. Also, crazy. Ja. Was waren auch die anderen Skills hier, die wir noch nicht ausprobieren konnten? Oh, Toxic Cloud, natürlich. Vielleicht ist der Toxic Cloud der Game Changer. Hat auf jeden Fall eine geile Animation, Toxic Cloud, das weiß ich jetzt schon. Okay, der Damage ist Arschritze. Mit was skaliert denn das? Basisschaden 25 bis 27, kein Scaling. Skaliert mit gar nichts, außer Enchant Poison. Enchant Poison. Damit kann man den Schaden erhöhen. Und dann kann man wahrscheinlich hier den Schaden noch erhöhen. Oder auch nicht. In addition to poison damage, the cloud may blind targets, reducing their hit rate. Cooldown und Range kann man reducen oder increasen. Also jetzt hat es gerade 3000 irgendwas gemacht und jetzt sind es immer noch 3000. Oh, die Zeitskalierung. Nevermind, das hat keinen. Es erhöht die Zeit, nicht den Schaden. Okay.
Und Yo-Yo Storm, spin your Yo-Yos in place to continuous attack all nearby enemies. Okay, der Skill sieht wenigstens cool aus. Jetzt habe ich nicht wirklich auf den Schaden geachtet, muss ich sagen. Du wirst quasi zum Beyblade. Hat aber einen 20 Sekunden Cooldown, kann man also auch nicht spammen. Skaliert auf Dex sogar. Ein AOE-Skill von Jester, der auf Dex skaliert. Wie oft hat er jetzt gehittet? 5 Mal. Moment, was kostet das? Penya? Da kam doch die Animation von Hit of Penya gerade. Also mit Hit of Penya wird es auf jeden Fall stärker. Steht aber nicht, dass es Penya konsumiert. Hat es auch, glaube ich, nicht. Ne. Und wie ist der Schaden im Vergleich zu Hit of Penya? Hit of Penya macht viel mehr Schaden. Hit of Penya hat gerade 47.000 gemacht. Und der hat 23. Der macht halb so viel und hat eine längere Animationszeit. What? Na gut, okay, ich habe keine Mastery ausgewählt. Moment, der Skill hat keine Mastery. Der Skill hat keine Mastery. What the fuck? Also, ich weiß wirklich nicht, was sie mit dem Harlequin vorhaben. Es ist einfach nichts gut davon. Nichts davon ist einfach gut. Es ist einfach alles Trash. Bis auf Harlequins Greeting ist wahrscheinlich ein richtig starker AOE-Skill. PvP-Skill meine ich. Also der Skill ist wahrscheinlich ziemlich crazy, aber halt wieder nur für PvP. Kombiniert mit Dark Elo. Wird sogar durch Fast Walker verstärkt. Never change a running system. Little bit, maybe. What the fuck? Okay, er macht sau viel Damage. 124.000 On-Hit und dann einfach kleine Merkaba-Procs. What the fuck? Der hat einfach 124.000 gemacht. Und dann auch mal Damage over Time für kurze Zeit. Hat aber auch einen saftigen 1 Minute Cooldown, den du nicht verringern kannst. Du kannst einen Stun hinzufügen, dass dich die Aura heilt oder Skill Range increasen. Und sah auch geil aus. Auf die Animation habe ich gar nicht so geachtet, weil ich vom Schaden abgelenkt war. Aber das ist crazy, mein Char ist ja naked. Na gut, okay, Depth plus 5 ist jetzt nicht wirklich naked, aber relativ naked. Try again. Uff, damn. Und der Damage over Time ist geisteskrank. Er hält zwar nicht so lange wie Merkaba, aber er macht 5-mal so viel Schaden. Achso, er hätte jetzt auf den Damage gucken müssen, verdammt. Ja, aber was waren das? 200.000? Knapp 300.000 mit einem Skill? Und dann hast du ja noch Flow of Salvation. Increased Damage. Dann hast du ja noch Flow of Salvation. Okay, der macht nicht viel Schaden. Vor allem nicht bei dem Cooldown. Naja, okay, Flow of Salvation ist Trash. Man muss ja auch nur plus 10 Level machen, damit man ihn nutzen kann. Also der Skill ist ja wohl geisteskrank, Sir. Die Lusagas Crystal-Waffen vergiften auch mit Auto-Attack, oder? Nein, die machen Blutung. Also zumindest das Jojo. Wenn du jetzt auf den Jojo-Jester dich noch beziehst. Sorry, ich hab's erst gesehen, Dave. Jojo macht Blutung, das weiß ich 1000%ig, weil ich ja Jojo momentan Jester spiele. Jojo hat Blutungswahrscheinlichkeit. Ranger hat Vergiften.
Ranger hat Gift. Ergibt natürlich total Sinn, dass du dem Jojo-Jester nicht Gift gibst. Mach mal auf einen Dummy, der 2 neben sich hat. Ups. Trifft alle, beide. Ja, macht saftige 300.000 Schaden. Wie viele Mobs kann er damit anhitten mit dem Flow? Puh, schätze mal unendlich. Naja, wahrscheinlich nicht unendlich. Mindestens 6. Also, du kannst mir nicht erzählen, dass die nicht direkt nebeneinander stehen. Es müssten ja eigentlich locker 10 Monster getroffen werden. Oh, es waren ziemlich genau 10, oder? 3, 6, 7... Ja, es waren... Also, wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, es waren genau 10. So. Es hätte deutlich mehr Monster treffen können, hat's aber nicht. Also, I guess 10, sowas. Aber es kann ja auch auf deine Teammates überspringen. Keine Ahnung, wie das dann funktioniert. Oder ist es so, wenn du es auf einen Gegner machst, springt es nur auf Gegner und wenn du es auf einen Teammate machst, springt es nur auf Teammates. I don't know. Machen wir mal den Hammer of Judgment in der Open World. Macht in der Open World einfach auch 123.000 Base Damage. Das ist crazy und ich bin nackt. Ich habe keine Angriffs... Naja, ich habe einen Adept Z plus 5, aber ich habe keine Angriffskraft, ich habe keine Buffs gerade. Also kannst du locker über 200.000 Schaden machen. Locker. 200.000 Schaden. Und dann noch den Damage over Time, also wahrscheinlich 500.000. 500.000 mit einem Skill als Ringmaster. Aber dafür ultra langer Cooldown. Aber damit müsste ja deine AOE schon fast zur Hälfte tot sein. Von dem her... Wie viel Int habe ich gerade? 483. Es skaliert aber gar nicht so viel mit Int. Int bringt dir fast gar nichts. Es skaliert mit Waffen-ATK mal 101. Und das erinnert mich an etwas. Oh, du brauchst die Nen-Stacks dafür. Aber nur 10 zum Glück. Okay. Also du musst zweimal Dingenskirchen benutzen. Concentration. Jetzt. Genki Dama! Irgendwann mal. Boom. Was? Was? What? Das Kind ist ja absolut Dogshit. What the fuck? Ja, dein Charakter hängt 3 Minuten lang in der Luft fest, nur dass du dann 19.000 Schaden machst, oder was? Und ich meine, beim Ringmaster hatte ich gerade auch kein Equipment und er hat 100.000 gemacht. Also es kann nicht am Equipment liegen, weil der Ringmaster hat gerade auch sau viel Damage gemacht. Also es ist definitiv nicht das fehlende Equipment schuld. Jesus. Disconnect, weil ich das Spiel wegen Inaktivität raus. Oder im PvP-Finale vom FEC. Haben wir nicht einen Bill-Poster im Team? Wo ist der Bill-Poster? Kame! Ich komm gleich, Jungs. Ich bin gleich da. Kame! Achso, falscher Skill. Genki Dama. Gut, das sagt er nicht so. Ah, das ist geisteskrank. Vor allem in der Preview. Ich meine, da hatte der Typ wahrscheinlich God-Mode an, der Developer. Aber da hat er einfach 800.000 Schaden gemacht. Also, ich habe jetzt schon mit über 100.000 Minimum gerechnet. Aber zieht euch das rein. Basisschaden 500. Was hat Asal? Asal, einer der stärksten Skills im Spiel, hat nur 100. Das hat 5-mal so viel Damage, Basis-Damage, wie Asal. Ja, ich bin gestattet, Krausch. Ich bin Full STR. Jetzt habe ich noch ein Champion-Set plus 5. Also,
Daran kann es nicht liegen. Beim Ringmaster habe ich ja auch so viel Damage gemacht. Und da hatte ich auch nur eine Waffe. Und keine Buffs. Krass wäre, wenn er das alles one-hitten würde und wenn der BP in der Luft hängt, rennen alle weg. Ja, ehrlich gesagt, Alter. Dein Charakter hängt literally einfach 10 Sekunden lang in der Luft fest. Alles andere als Leute zu one-shotten wäre lächerlich dafür. Try again. Das sieht wirklich so goofy aus. Oh, jetzt hat's 21... Alter, ich habe ein Champion-Set plus 5 ausgerüstet. 120 STR und 5 Angriffskraft. Und jetzt hat's 21.000 gemacht statt 19.000. What the fuck? Der Skill ist ultra trash. Ich mag so Waffen, die so eine Schrift eingraviert haben. Also. Ach, dafür brauche ich ein Schild oder was? Ach, leck mich doch. Oh, mal scroll auf Sprint. Als ob der keine Schilder verkauft. Als ob die hier keine Schilder verkauft. Nee. Ach, come on, Bro. Junge, die verkaufen verdammte Assist-Rüstung in der PvP-Arena, aber keine Shields. Das gibt's doch nicht. Und Zweihandwaffen verkaufen die auch nicht, oder was? Ayo, was ist das hier? Die verkaufen Akrobaten bis Level 7. Junge. Das ist absolute Psychose. Einfach maximales Level 47er Equipment kannst du dir hier kaufen. Geisteskrank. Also, Rush Attack. Quickly charge at your target to attack. Okay. Der ist tatsächlich ganz cool, der Skill. Ist ein Gap Closer. Nicht die größte Reichweite und nur wenn du ein Ziel anvisierst, aber ist ein Gap Closer. Requires a two-handed weapon. Requires a two-handed weapon. Die habe ich jetzt natürlich nicht, weil ich sie nicht kaufen kann. Ist das nervig. Da muss sich aber einer was dabei gedacht haben, oder? Wieso kann man hier keine Zweihandwaffen kaufen? Das ist, also manchmal fühle ich mich so verarscht von dem Game, das ist wirklich nicht mehr... Das kannst du es dir nicht ausdenken. Du kannst der 47er fucking Akrobatrüstung kaufen, aber eine Zweihandwaffe ist zu viel verlangt. Das ist... Also manchmal fragst du dich echt. Und das ist ja anscheinend permanent so. Ich benutze die PvP-Arena nie. Aber das ist wirklich geisteskrank. So. Also das hier ist der eigentliche Movement. Oh, nice, jetzt habe ich ihn gefettfingert. Das war der eigentliche Movement-Skill, wir haben ihn jetzt nur nicht gesehen. Ass Cheeks. Wow. Der macht, by the way, genauso viel Schaden wie die Genki Dama. Mit dem Unterschied, dass es nur 5 Sekunden, eine Sekunde dauert. Ein gutes Pulling geht nur mit dem Schwert und Schild. Und, kann man beim Dummy eh nicht testen. Uff, hast du STR? Ich bin Full STR mit Champion Schmuck plus 5, Sir. Cooldown? Och, der Skill hat 2 Minuten Cooldown, übertreibt. You can push enemies further away from the landing point. You can push enemies further away from the landing point und the distance you can push enemies increases. Das ist das Gleiche.
Das ist beides das Gleiche. Ah, hier kann man die Sprungdistanz erhöhen. Schau mal. Eieiei. Achso, habe ich Quickcast aktiv? Nein. Okay. Hat sich aber gerade fast so angefühlt wie Quickcast, als ich ihn gefettfingert habe. Will man die Gegner nicht eher zu sich ziehen? Ich bin mehr an der Reichweite von dem Skill interessiert. No, du kannst... Es ist immer Quickcast. Der Skill ist immer Quickcast. Ich habe Quickcast deaktiviert. Also ist es wie Rending Entry? Nee, Rending Entry musst du immer drücken, ne? Uff. Also das sollten sie meiner Meinung nach ändern. Also den Skill kannst du schnell mal fettfingern und er hat einen 2 Minuten Cooldown. Also wenn du den fettfingerst, musst du 2 Minuten warten, bis du ihn nochmal aktivieren kannst. Also wäre schon besser, wenn man ihn nicht fettfingert. Du folgst mir seit Jan Ivanovic. Danke dir. Ja, also ich meine, ich sag mal so, ich habe den Skill als rein Movement-Skill gesehen und das ist er nicht, weil er hat einen 2 Minuten Cooldown. Vergleich das mal mit Rending Entry. Und das gleiche gilt für für Rush Attack. Und Rush Attack geht auch nur mit Schwert und Schild. Sogar die Bedingung für den Skill ist sogar ein Schild, nicht mal ein Schwert. Wahrscheinlich geht es sogar nur mit einem Schild. Tatsächlich, es geht auch nur mit einem Schild. Uff. Also ich finde, die Skills haben zu kurze Cooldowns, da geht noch was. Also die Cooldowns sind geisteskrank, weil selbst die guten Skills kannst du nur so wenig benutzen, dass es halt echt die Frage aufwirft, was das überhaupt bringen soll. Ich meine, der Skill ist hammergeil, macht aber so gut wie keinen Damage. Skaliert mit HP, by the way. Der Skill ist wirklich cool, Rush Attack, wenn du ihn spammen könntest. Wenn du von Monster zu Monster springen könntest. Und ich meine, so cool ist er dann eigentlich auch wieder nicht. Aber was bringt mir der Skill mit 30 Sekunden Cooldown? Also, check ich nicht. Und hier 2 Minuten, Junge, das ist geistesgestört. 2 Minuten Cooldown, das ist brutal. Ich meine, die Reichweite ist krass und die Ausführung des Skills ist deutlich schneller, als ich erwartet habe. Also wäre der Skill richtig heftig. Oh, er skaliert sogar mit Power Stomp. Hold up. Power Stomp. Die Geschwindigkeit skaliert mit... Achso, aber die Geschwindigkeit, die reduziert wird. Oh. Naja, auf jeden Fall. Schauen wir mal, wie weit die Reichweite ist. Ob ich hier zum Dummy komme. Achso, ich brauche eine 2-Anwache. Mal gucken, ob ich hier bis zum Dummy komme. Ich glaube nämlich schon. Ich komme sogar über den Dummy. Wow. Also der Skill wäre richtig krass mit einem maximal 10 Sekunden Cooldown zum Beispiel. Wenn das so 10 Sekunden wären, wäre das richtig brutal, weil die Reichweite ist krank. Also 10 Sekunden würde ich akzeptieren. Alles drüber ist unerklärlich, weil das Skill auch überhaupt keinen Schaden macht. Und wenn es wegen PvP ist, dann macht halt PvP Cooldowns. Niemand spielt PvP, checken die das nicht. Niemand spielt PvP. Wann verstehen die das endlich, dass niemand PvP spielt? Niemand spielt PvP in dem Game. Wieso verstehen die das nicht? Es wird mir niemals in den Kopf gehen, wie die das nicht begreifen, dass niemand PvP spielt. Brauche ich Buffs. No, Disconnect. Run, E-Sportler! Run! Moment mal. Schon besser. Also, mit ein bisschen Hitrate und Attack Speed, schauen wir mal. Also hier sind die Stacks. Was macht das nochmal? Your auto attacks apply stacks which pop at 6 to deal extra damage.
Es hat sogar einen Impact. Der Bildschirm vibriert kurz nach den 6 Stacks. Also ich glaube zumindest, dass es davon ist, aber ja. Doch, safe. Ich kann nur nicht genau sagen, wie viel Schaden es macht. $20.000, war das gerade? Not sure. Auto-Attacks ausstellen. Was meinst du, Auto-Attacks ausstellen? Behemoth-Stick plus 10. Alles, was plus 10 gecraftet wird, wird AFK gecraftet. Die trinken Kaffee in der Zeit oder so. Hast du zweimal gut sehen können, 20,5k, glaube ich. Na, ich weiß nicht. Sechsmal klicken, um es zu sehen. Achso, das meinst du. Okay, jetzt passt auf. Jetzt. Okay, es verdoppelt meinen Schaden. Es verdoppelt meinen Schaden. Meine Crits machen immer 24.000, die 50.000 sind tatsächlich. Ich habe gerade gemisst, der 6. Hit hat gerade gemisst. Die 50.000, das ist es. Es verdoppelt den Schaden. Deswegen auch Auto-Attack Stack Chance? Nee, das hat damit nichts zu tun. Aber jetzt in dem Fall verdoppelt es, also ich weiß nicht, ob es immer den Schaden verdoppelt, aber ich mache ja nie 50.000 und immer dann, wenn es kommt, die 50.000. Es kommt immer beim 6. Hit. Schau mal. Ja, ist schon deutlich weniger. Auf den ersten Blick. Wenn das so ungefähr bleibt, sind es 12.000 weniger. 10% wären so knapp 5.000, also ja. Ja, ich habe doch gesagt 20%. Das ist wahrscheinlich ein bisschen mehr als 20%. Pi mal Daumen. Ich meine, das ist natürlich nur ein kleiner Test. Ja, so Pi mal Daumen 20% mehr Damage. Mit 6 Strikes. Vorher waren es knapp 50.000, jetzt sind es knapp 40.000. 47, 48 waren es davor circa, jetzt sind es 37, 38. Also sicherlich nicht schlecht. Vor allem, wenn es wirklich mit Sword Cross triggert. Aber ja, die Welt macht es jetzt auch nicht aus. Also es boostet ihn auf jeden Fall nicht auf das Level von einem Blade. Nur fürs Leveln, je nachdem nicht so nützlich, man muss erstmal 6 Stacks drauf haben. Das habe ich auch schon gesagt. Beim Build-Poster ist was ähnliches. Beim Build-Poster gibt es so einen ähnlichen Skill mit 5 Stacks. Ja, wenn du richtig gutes Equipment hast, dann willst du nicht 6 Angriffe auf einen Gegner machen müssen. Wenn du 6 Angriffe für einen Gegner brauchst in der Open World, dann solltest du wahrscheinlich zu niedrigeren Monstern gehen. Weil im Endgame-Bereich ist das schon ziemlich viel. Das heißt, dein Damage sackt eigentlich. Also es ist mehr für Bosse und so relevant. Bei Build-Poster ist genau das gleiche. Da sind es halt 5 Hits. Also das heißt, wenn der Gegner vielleicht mal blockt oder du misst oder so und trotzdem ein Stack draufkommt, dann bringt es dir vielleicht mal was. Aber eigentlich willst du die Gegner... Also ich meine, alle außer Blade brauchen wahrscheinlich mindestens 4 Hits. Aber 6 ist halt schon viel. Und ich meine, Knight ist ja schon ziemlich stark. Trotzdem. Also vor allem Knight und Build-Poster sind beide extrem stark. Also Jester, der braucht 6 Hits, ja. Aber die anderen eigentlich nicht. Und Crack-Shooter wahrscheinlich auch. Ich sehe das nächste FEC auf jeden Fall mit Knight. Vermisse die alten Knight-Videos. Tja, so krass wie sie Slayer pushen, wird aber jeder Slayer spielen müssen. Vielleicht springen die Stacks von Mob zu Mob rüber. Na, das glaube ich nicht. Die Stacks sind ja auf dem Monster. Die sind ja nicht auf mir, die sind auf dem Monster, die Stacks. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Schau, die Stacks sind jetzt auf beiden drauf. Hast du das gesehen? Der eine hatte 4, der andere hatte 5. Nope, springt nicht über.